Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zum neuen Vlog für diese Woche. Ja, ich hoffe, der letzte Vlog hat euch ganz gut gefallen. Der wird ja heute Abend erst kommen. Sarah muss den gleich erstmal einplanen und ja, ich habe ihn heute Morgen nachvertont und gestern, wie gesagt, geschnitten. Aber ich denke, ich bin ganz zufrieden und so werden wir dann diese Woche wahrscheinlich auch weitermachen. Also ja, ich werde immer stückchenweise was filmen und dann seid ihr immer mit dabei und dann werde ich das Ganze am Ende der Woche nochmal rüber kommentieren. Ja, auf jeden Fall ist heute Sonntag und ja, wir wollen heute ein bisschen was machen. Also für mich heißt es jetzt direkt erstmal Garten umgraben. Ich habe gestern 3 Reihen geschafft. Seht ihr ja vielleicht gleich noch, wenn ich es dann aufstelle. Äh, Das Handy. Und ja, dann seht ihr auch mal vielleicht, wie anstrengend das teilweise dann ist, das umzugraben. Aber das muss ja halt auch gemacht werden. Ne? Je nachdem, wie weit wir heute kommen, sollen dann auch schon hui, die Erbsenpflänzchen raus. Die sind ja auch, die haben sich auch sehr unterschiedlich entwickelt. Also hier der kleine Kollege im Vergleich zu seinem anderen Kollegen, der zeitgleich gepflanzt wurde. Aber naja, das macht ja nichts. Wir werden die von der Größe zur kleinsten nach hinten hin dann so reinpflanzen in einer Reihe. Ich muss mir das nochmal genau angucken. Ich glaube, der Pflanzabstand war 5 Zentimeter oder so. Und ja, in einer geraden Reihe. Und dann müssen die auch irgendwie so ein Schnurgerüst bekommen. Das werden wir uns dann mal nachher angucken. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, ich gebe dann mal an meine Nachschnittstimme ab. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann zum Ende der Woche wieder. Also bis dann. Ciao. Nachschnittstimme meldet sich zum Dienst. Naja, ich musste jetzt gerade mal ein bisschen schmunzeln, als ich gesehen habe, dass ich die ganze Zeit einen Krümmel im Bart hatte. Aber sei es drum, wir lassen es mal drin. Es ist ja im Prinzip alles authentisch. Ja, wir schauen uns jetzt mal an, was so die letzten 2 Wochen hier bei uns so rund um den Garten herum passiert ist. Und das, was ihr jetzt gerade seht, ist das, was ich dort am Sonntag direkt gemacht habe. Ich glaube, das müsste der 7.4. gewesen sein. Ja, kleine Umgrabarbeiten. Ich glaube, ich habe drei oder vier Spuren umgegraben. Das, ja, ist so eine kleine Wissenschaft für sich. Keine Ahnung, was ich da schon wieder suche. Ja, man muss im Prinzip genau darauf achten, dass man tief aussticht, gerade aussticht, dass man solche Blöcke behält und die dann immer wieder vernünftig reinschiebt, vernünftig einbringt, sodass es halt auch wirklich umgegraben ist. Ich habe das früher immer so gemacht, oh, Hauptsache mal einmal rumgeschmissen, aber dadurch, dass das ja hier jetzt so eine gewachsene Grasnarbe ist und das Ganze natürlich dann schwieriger ist, dann nachher mit Hacken und so aufzuarbeiten, ja, ist das so der einfachste Weg. Aber das Umgraben dauert dementsprechend viel, viel länger. Ja, aber das stört mich nicht. Also wir sind auf einem guten Weg. Ja, das, was ich an dem Sonntag umgegraben habe, ist auch bis jetzt das einzigste noch gewesen. Ihr seht auch gleich noch, was ich noch gemacht habe am Sonntag. Aber ich denke mal, ja, vielleicht noch 5, 6, 7 Reihen oder so und dann haben wir das Ganze soweit vorbereitet für dieses Jahr. Also dann kann der Mais dort rein. Die Maisanzucht hat auch so ein bisschen, ja, ich hatte glaube ich 15 oder ich glaube sogar 16 Maispflanzen also Maiskörner ausgesät. Dann sind daraus 13 Pflanzen geworden, wovon jetzt, glaube ich, noch 9 Stück übrig sind. Also die anderen, die hatten dann so ein mittleres Blatt, das Hauptblatt, glaube ich. Und das ist dann abgestorben und dann ist die Pflanze kurz danach eingegangen. Ja. Und dementsprechend ist das schon mal nicht mehr ganz so viel. Haben wir natürlich noch Tomaten. Wir sind auch am Überlegen, noch Gurken eventuell, die fehlen uns nämlich noch und Chili. Also ein bisschen umgraben werden müssen wir noch. Aber wie gesagt, das ist so eine Geschichte. Wir hatten jetzt ja in den letzten 2 Wochen den Wetterumschwung. Also das, was ihr jetzt seht, an dem Wochenende war es super, dann war es die ganze Woche noch super. Das Wochenende drauf war es noch super. Und ja, dann sind die Temperaturen richtig, richtig, richtig stark gefallen. Und ja, wir haben jetzt tagsüber 3 Grad und in der letzten Nacht hat es sogar -2 gehabt. Also ja, ihr seht ja gleich noch, was da alles passiert. Ja,
Hier sehen wir im Übrigen gerade, wie wir oder beziehungsweise ich ein Gerüst aufstelle, ein Schnurgerüst sozusagen, wo dann später die Erbsenpflänzchen dran hochwachsen sollen. Da habe ich mir dann einfach so 2 Latten reingehauen, habe dann in Abstand von 10 Zentimeter dann Schrauben reingedreht und das Ganze dann mit Schnüren verbunden. Habe dann nachher noch festgestellt, gut, wenn das jetzt alles Gewicht bekommt, dann mache ich in der Mitte noch einen Block rein. Und ja, dann habe ich die ganzen Erbsenpflanzen dort eingesät. Hier hinten, wo ich dort jetzt gerade stehe, da sind die Markerbsen drin. Und auf der Seite, wo jetzt der Akkuschrauber liegt, von oben nach unten gesehen, die Zuckererbsen. Ja, die sind auch schon eingepflanzt, das seht ihr gleich noch. Jetzt gerade zur Zeit auch noch, obwohl wir so einen starken Frost hatten. Die haben wir dann, im Prinzip gestern alle noch frostsicher eingepackt und abgedeckt für die nächsten Tage. Es soll ja so, ich glaube bis Mittwoch, circa Mittwoch, Donnerstag noch kalt bleiben mit Nachtfrostgefahr. Aber die schlimmste Nacht haben wir jetzt hinter uns. Ja. Ach ja. Hinten die Kartoffeln seht ihr auch. Ich weiß gar nicht, ob ich das gefilmt habe. Haben wir jetzt auch alles ausgebracht. Die letzten Kartoffeln, die ganzen Reihen. Also es läuft eigentlich ganz gut. Die Hecke im Hintergrund, die ist auch schon deutlich weiter ausgetrieben. Ich bin mal gespannt, wie die dieses Jahr wird. Also ob die dieses Jahr sogar schon ihre rosanen Blütenstände entwickelt, wie man die halt in manchen Videos sehen kann. Ich glaube zum Beispiel in dem Video, wo ich damals den Kanal hier ausgegraben habe. Der befindet sich übrigens kurioserweise unter meinem jetzt rechten Fuß, wo die Rolle liegt. Das ist der Bereich, wo der Graben lang geht. Ungefähr. Also ich denke mal, man kann eigentlich eher sagen, genau da, wo ich stehe. Ja, aber wenn ich mir den Baum so angucke, vielleicht sogar noch, auf jeden Fall dort in dem Bereich geht der Kanal lang. Und da war die Hecke ja ursprünglich hinter mir dort gepflanzt, also jetzt nicht dort hinten das ganze Stück, sondern dort, wo der Akkuschrauber steht. Und dann bis ungefähr, da wo die Schaufel ist. Und da ging dann die Ecke nach hinten weg. Das haben wir ja alles schon abgerissen. Könnt ihr, wenn ihr Bock habt, euch noch anschauen. Also das gibt es auch irgendwo hier in irgendeinem Vlog zu sehen. Hier auf dem Channel. Ja. Und das ist jetzt nochmal die Latte in der Mitte. Da habe ich dann die Schrauben reingespannt, habe die Schnüre nochmal nachgezogen und habe die dann ebenfalls dann dort befestigt. So, ich dachte, wenn die Pflanzen dann richtig später Gewicht bekommen, dann ist das so vielleicht ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir ja auch noch nicht, dass 2 Wochen später, oder dass wir hier 2 Wochen später sitzen und es hat nochmal einen richtig schlimmen Nachtfrost gegeben. Ich bin auch gespannt, wie das jetzt mit dem Apfelbaum ist. Den konnten wir ja logischerweise nicht abdecken. Ich bin heute Morgen runter gewesen. Also die Blüten haben schon Frost bekommen. Natürlich nicht so lange und es ist nicht ganz so kalt. Also -2, -3. Also das war ein bisschen eigenartig. Bis gestern Mittag war -6 gemeldet. Und gestern Abend waren dann -4. Und als ich dann heute Nacht mal kurz wach war und geguckt habe, waren es -2 oder -1 besser gesagt. Das war irgendwo um 2:30 rum. Und als ich dann heute Morgen raus war, um die Aufnahmen zu machen, die ihr gleich noch sehen werdet, habe ich nochmal nachgeschaut und ich überlege gerade, waren es -1, -1,5, fast -2, so um den Dreh. Ja. Und ich denke mal, dann haben die auch nicht so lange so viel Frost bekommen. Die Temperaturen sind auch relativ schnell heute Morgen wieder gestiegen. Um 8 Uhr oder um 7:30 circa hatten wir dann die 0-Grad-Marke schon wieder überschritten. Und jetzt sind es, glaube ich, draußen schon 3 Grad. Also heute bekommen wir maximal 7. Aber man sieht, diese Pflänzchen sind schon sehr zierlich. Auch wenn Erbsen generell jetzt so ein bisschen Frost abkönnen und auch alles andere, was jetzt zu dem Zeitpunkt schon im Garten ist. Blüten ist natürlich wieder was anderes. Wo sind wir dann wieder beim Apfelbaum und auch bei den anderen Geschichten? Ich glaube, man sieht noch, wie ich den Pfirsichbaum eingrabe in diesem Video. Und da waren auch 2, 3 kleine Pfirsiche dran. Gestern habe ich den dann gegen den Frost abgesichert und da habe ich dann gesehen, also ein Pfirsich ist auf jeden Fall dran. Der ist so groß wie eine Daumennagelspitze schon. Ich hoffe, der hat es irgendwie überlebt.
nächstes Wochenende, also Donnerstag, Freitag, steigen die Temperaturen dann wieder auf 17, 18 Grad und dann am Wochenende wird es richtig schön. Also ja, und ich hoffe, das ist es dann auch gewesen. Also dass das jetzt hier sozusagen die Eisheiligen waren. Ja. Andere Pflänzchen hatten es beim Frost ein bisschen schwieriger. Wir haben zum Beispiel eine Kiwi, eine normale Kiwi. Die haben wir hinten in den Hintergarten gepflanzt. Die hat beim ersten Mal, wo sie noch im Topf war, einen leichten Nachtfrost abbekommen. Und da sind dann die ersten kleinen Mini-Knospen abgestorben. Dann haben wir sie ein bisschen stehen lassen, ist dann nochmal neu ausgetrieben und hat dann ja richtig losgelegt. Und jetzt vorige Nacht war eigentlich noch gar kein Frost, sind die Triebe aber dann doch matschig geworden. Also vielleicht so ganz eben mal an die 0 Grad und ja, deswegen habe ich gestern auch alles eingepackt. Also junge Triebe sind schon relativ, relativ empfindlich. Ne? Ja. Ja, das war übrigens gerade unten auf dem Sofa. Ja. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, das ist der Samstag drauf. Also da sind wir dann schon 7 Tage später. Ihr seht auch hier, die Erdbeeren haben schon losgelegt. Die haben noch deutlich mehr Blüten bekommen. Haben wir natürlich dementsprechend jetzt für den nächsten Frost auch ein bisschen abgedeckt mit Stroh. Genau wie die Himbeere, die dort seitlich ein bisschen weiter wächst. Und ja, die Kartoffelpflanzen legen auch schon los. Die haben wir auch abgedeckt. Zumindest in dem Bereich, wo ich die zuerst ausgepflanzt habe. Ja. Aber wie gesagt, an dem Wochenende war es ja noch schön. Also da hatten wir, ich glaube, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahmen irgendwas bei 12 Grad und dann sind die Temperaturen wirklich auf 26 gestiegen noch an dem Tag. Also wir haben noch den Grill angeschmissen und uns noch eine schöne Zeit gemacht. Ich habe auch noch abends relativ lange mit Sarah im Garten gesessen und wir haben dann auch die Bienen beobachtet, die ins Insektenhotel reingeflogen sind und haben einfach so ein bisschen die Zeit genossen. Das konnte man dann noch richtig lange machen. Also ja, da hatte man eigentlich nicht das Gefühl, dass jetzt ein paar Tage später so richtig der Frost kommt. Ja. Gut, hier kann man es sehen. Hier komme ich gerade, habe ein paar Hornspäne dabei und werde jetzt gleich den Pfirsichbaum dort eingraben. Im hinteren Bereich dort geradeaus durch, auf der linken Seite, wo die weißen Bretter dort sind, wo wir dann drauf gucken, dort ist die Kiwi eingepflanzt. Habe ich dann auch noch gemacht und die hat den Frost abbekommen. Ja. Hexenkreise sieht man hier ganz deutlich. Da waren im Herbst dann auch Pilzringe. Und kurioserweise in der Mitte vom Kreis ist auch so ein grüner Punkt. Und da habe ich jetzt den großen Stein drauf gestellt. Also auf den Punkt hier vorne und auf den Punkt von dem zweiten Kreis etwas seitlicher habe ich einen kleinen Haufen Steine gelegt. Ich glaube, hier sieht man es sogar schon. Das ist, glaube ich, ein Tag später. Oder am selben Tag. Ich überlege gerade. Ich glaube, das war am selben Tag. Ja, da stand der Stein dort ja noch, da musste ich dann Rasen mähen und da habe ich dann gedacht, stelle ich den dann dorthin. Da ist er auch ganz gut aufgehoben. Ich finde, sehr dekorativ dort mitten im Garten. Und ja, das, wo ihr hier geradeaus drauf guckt, das kleine Bäumchen bei der Hagebutte, da ist ja sozusagen ein alter Baumstumpf drunter. Das ist jetzt eine Biotopinsel. Da haben wir ein bisschen Rasenschnitt ausgebracht. Noch ein paar Steine, noch ein paar zusätzliche Äste und da werden wir dann jetzt auch im Laufe des Sommers noch so eine Ecke machen, wo noch ein bisschen Sand hinkommt. Also ist das sozusagen einfach eine Biotopinsel, wo dann die Tierchen sich dann wohlfühlen können. Und da neben mir, oder vor mir besser gesagt, das ist jetzt der Birnenbaum, den habe ich zum Geburtstag bekommen. Ja, der hat jetzt dort seinen Platz gefunden. Und das Laute, was man jetzt im Hintergrund hört, das ist der Hochdruckreiniger vom Nachbarn. Der macht nämlich gerade dort sein Auto sauber. Ja. Rasenmähen. Wie gesagt, der andere Rasenmäher, den haben wir ja in den Schrott entsorgt. Und jetzt dementsprechend muss der jetzt herhalten. Weil wir kaufen natürlich nicht ständig irgendwas neu, sondern wollen erstmal das Alte, was vorhanden ist, dann aufbrauchen. Ja. Aber eins kann ich euch sagen, man muss tierisch aufpassen, wenn man mit dem Elektrorasenmäher mäht, dass man mit dem Kabel dort nicht irgendwo in die Nähe kommt. Also man ist, sag ich mal, vom Gefühl her mäht man anders, wenn man dann vorher mit einem normalen Rasenmäher gemäht hat. Ja,
Und dann achtet man manchmal in Gedanken doch nicht so sehr auf das Kabel. Ich meine, mir ist bis jetzt nichts passiert, dem Kabel auch nicht. Aber ich habe mich schon ein paar Mal ertappt, wo ich halt wirklich ja, schon 20 Zentimeter neben dem Kabel lang gefahren bin mit dem Rasenmäher. Und das ist natürlich nicht so gut. Ja. Und wie angekündigt, haben wir dann die Grillsaison eröffnet. Einfach mal so testeshalber. Natürlich schmeißt man dort jetzt keine Packung Streichhölzer rein, aber ja, ich weiß auch nicht, was mich da jetzt überkommen hat. Die Aufnahme hat Sarah gemacht. Da sieht man auch, gerade kam eine Amsel rausgeflogen. Dort oben links, die Beeren vom Efeu, die sind schon zur Hälfte weggefressen. Das ist so ein richtiges Amselfutter. Also die sitzen dort auch übelst drin und fressen das Zeug die ganze Zeit. Und ja, hier direkt in dem Efeu ist auch ein Amselnest drin. Ich hoffe, die haben den Frost ganz gut überstanden. Ich weiß nicht, wie das so mit Amseln beim Brüten aussieht. Aber naja. Auf jeden Fall an das Insektenhotel, was ihr gleich noch seht, habe ich gedacht. Das habe ich gestern auch noch abgeschraubt. Da saßen auch ein, zwei kleine Bienen einfach so zwischendrin und die guckten einen dann schon so an. Und dann habe ich da angefangen, das abzuschrauben. Dann sind die so ein Stück weit reingekrochen. Obwohl noch gar kein Frost da war. Aber ja, irgendwie total niedlich, keine Ahnung. Und ich dachte, die haben jetzt bestimmt teilweise dort auch schon die Brut abgelegt. Hier in den Röhrchen sieht man es ja. Die sind auch alle verschlossen. Deswegen habe ich das jetzt mal abgemacht und habe es dann vorne in den, nicht den Windfang, sondern noch ein Stück weiter drin, dort ja im Außenflur, sage ich mal, habe ich das jetzt hingestellt, eine Tüte drum gemacht, dass falls eine Biene rauskommt, dass sie sich nicht verlaufen können. Und jetzt sind die dort halt erstmal frostsicher und sobald jetzt die Temperaturen, also Montag bin ich auf Dienstreise bis Donnerstag, also bis Mittwochabend und dann werde ich die am Donnerstag, Freitag, wenn die Temperaturen dann halt definitiv nicht mehr ins Minus gehen, werde ich die dann wieder dorthin zurückbringen, wo ich sie abgenommen habe. Ja. Ja, und hier sieht man, wie angekündigt, Eiskristalle auf den Blättern, -2 Grad die Nacht. Das sind aktuelle Aufnahmen. Das ist von heute Morgen. Das ist noch relativ früh. Ich glaube, ich bin so um 6 bin ich raus, um die Aufnahmen zu machen, weil ich ja wusste, dass die Temperaturen relativ schnell steigen und weil ich das gerne festhalten wollte, wie das so ja ambientemäßig aussieht, weil ich mag auch dieses dicht an den Blättern langfahren und wenn dann die Eiskristalle so glitzern, das finde ich immer schön. Ja, hier unser Rhabarber. Unten sieht man auch jede Menge. Ui, jetzt habe ich aus Versehen neben geklickt. Den guten Gundermann, den guten Günzel. Der wächst überall bei uns. Ist in der Mythologie eine Pflanze, die anzeigt, ja, die dort wächst, wo gute Menschen wohnen, sagt man, wo gute Energien herrschen. Haben wir übrigens im Garten auch gefunden. Sarah ist dort mal lang gelaufen, dort wo später das Hühnergehege hin soll und hat es dann im Gebüsch rascheln hören und hat dann so aus Spaß gesagt, oh, da ist ein Zwerg lang gelaufen. Und jetzt gestern habe ich gesehen, dass dort Schlüsselblumen blühen. Also die sind ja auch ein Anzeiger für, also laut der Sagen, ein Anzeiger für Schätze und für verborgene Orte und auch für, ja, Häuser und Eingänge zum Reich der Zwerge und in die Anderswelt. Und das finde ich irgendwie total cool. Also generell sind hier rund ums Haus richtig gute Vibes, wie man so schön sagt. Ja, hier nochmal eine Nahaufnahme von den gefrorenen Wassertropfen auf dem Gras. Ich fand das so stark, wie das aussieht. Übrigens diese puschelige Pflanze, die dort wächst, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aber die ist ein Anzeiger für, also jetzt rein botanisch gesehen, ein Anzeiger für einen mageren, nährstoffarmen Boden. Deswegen habe ich im vorderen Bereich jetzt auch die Tage mal ein bisschen gedüngt. Dort, wo wir jetzt laufen, dort noch nicht. Ich finde, das wächst alles noch ganz gut. Aber man sieht überall die rosane Farbe vom Gundermann. Richtig cool. Hier im Vordergrund die Felsenbirne und da sieht man auch ganz gut die Erbsen, die ich abgedeckt habe, die Kartoffeln im Hintergrund. Ja. Hier vorne der Rasen, der ein bisschen höher steht, den habe ich nicht gemäht, weil ich dachte, der ist guter Hasenfutter und gutes Hasenfutter und gleichzeitig wird dort ja eh noch ein Stück weit umgegraben, also passt schon. Später kommt dann wahrscheinlich der Hasenstall dann dort noch hin.
in dem Bereich, wo der Rasen wächst, wo wir jetzt noch nicht umgraben müssen dieses Jahr. Ja, ja, die Blätter hängen ein bisschen runter, aber ich hoffe, hat es ganz gut überstanden. Ist übelst ausgetrieben, wenn ihr euch erinnert, von vor ein paar Tagen, oder von vor ein paar Videos, da war die noch richtig klein und kaum grün. Ja. Dieses Abdeckzeug, das ist auch ja, Recycle-Zeug. Das haben wir nicht extra gekauft, sondern da war unser Sofa eingepackt. Da habe ich mir damals die großen Matten, sage ich mal, das dämmt ja, dieses Zeug, habe ich mir dann zur Seite gelegt, eben für genau solche Fälle, dass wenn ich mal im Garten für Frost oder sowas abdecken muss, dass ich dann was habe. Und ich dachte, bevor man es wegschmeißt und dann wieder neu kaufen muss, dann kann man es auch genauso gut dann so benutzen. Ja. Aber ihr seht schon, das hat mächtig gefroren, wenn auch nur kurz. Die Blätter hängen auch alle runter. Ich hoffe, die Natur verkraftet es ganz gut. Und das ist jetzt nicht alles dort Matsche, was dort rumhängt von dem Frost. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es das damit auch gewesen ist für dieses Jahr. Dass das jetzt sozusagen die vorgezogenen Eisheiligen gewesen sind. Ja. Der Fasan bei seiner morgendlichen Runde. Ja. Schön. Ich habe auch in die Hochbeete geguckt. Ich weiß nicht, das habe ich glaube ich nicht gefilmt. Ja, und hier die Zwiebeln, die sind ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Das ist aber der Wind. Das ist nicht das hat nichts mit dem Frost zu tun. Ich muss, glaube ich, dort trotzdem mal mit Stroh mulchen, sodass die ein bisschen, ja, dass die Stängel von den Zwiebeln ein bisschen von Wind geschützt sind. Ah, ich habe die Hochbeete doch gefilmt. Man sieht, Frost ist gekommen, aber in den kleinen Gewächshäuschen, die Kohlrabi-Pflanzen und die Salatpflanzen und so, die haben die Nacht gut überstanden. Also da hat wahrscheinlich die Wärme ausgereicht, die von unten aufsteigt durch die Verrottungsprozesse im Hochbeet, um genug Wärme zu erzeugen, dass dort auf jeden Fall keine Minusgrade drin waren. Ja. Hier der Holunder, da sieht man übrigens auch Blattläuse. Die sind aber, glaube ich, jetzt alle erfroren. Es waren noch ein paar Ameisen da dran, die haben sich auch nicht mehr bewegt. Also die wurden auch ein bisschen überrascht. Ja, hier die verblühte Pflaume. Da habe ich auch noch so ein bisschen die Hoffnung, dass dadurch, dass es größtenteils verblüht war, vielleicht dann dieses Jahr ein paar Fläumchen dran sind, aber wir werden sehen. Also, wir werden sehen. Da sieht man, glaube ich, in der Blüte schon eine Pflaume. Aber das kann natürlich sein, dass das jetzt alles abfällt, weil es jetzt den Frost bekommen hat. Ich habe nachgelesen, bei einem Apfelbaum ist das zum Beispiel so, minus 2 Grad, minus 1,5 bis 2 Grad, die fertigen Früchte. Also die Blüten können gar keinen Frost ab, so 0 Grad vielleicht gerade noch so. Aber die Früchte, die dann entstehen nach dem Blühen, die schaffen so bis knapp minus 2 Grad. Aber dann wird es dem Baum auch zu kalt und dann schmeißt er die Früchte auch ab. Ja, das war übrigens gerade der Pfirsich. Und hier sieht man nochmal den Stein oder die Steine, die in der Mitte der Hexenkreise stehen. Das sind nämlich auch laut den Sagen magische Orte, wo dann die Feen drin tanzen und die Zwerge und das verborgene Volk. Und ich fand das irgendwie cool, hat mich so ein bisschen an damals Black and White erinnert, so Steine dort zu platzieren, wo dann später Lichter drum tanzen. Mal gucken, vielleicht ist es dieses Jahr ja sogar so. Glühwürmchen haben wir hier ja auch. Ja. Und hier nochmal eine Nahaufnahme von den eingepackten Bäumchen. Also wir haben die beiden Kiwibeeren, die Kiwi und die Maulbeere eingepackt, weil die Maulbeere hatte auch schon so ein bisschen von der Nacht davor, wo dann die Kiwi die Blätter verloren hat, sage ich mal, auch so ein, zwei Blätter gehabt, die ein bisschen angegriffen waren. Deswegen habe ich die jetzt alle mal eingepackt. Da sieht man es auch. Und jetzt, wenn ich am Donnerstag wiederkomme oder am Freitag, am Mittwochabend, dann werde ich das Ganze mal wieder befreien. Ja, bis dahin relativ frostsicher aufbewahrt. Ja, hier muss ich nochmal zeigen, wie kalt es ist. Naja,
Gut, liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle sind wir auch am Ende des Vlogs oder des kleinen Infovideos, ich weiß gar nicht, wie wir das in Zukunft nennen werden, angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid und euch gefällt, was wir machen, dann lasst doch gerne ein Abo da, einen Daumen da und ja, schreibt was in die Kommentare. Ich werde gleich auch noch mal ein paar Kommentare beantworten, die schon ewig lange stehen und unbeantwortet geblieben sind. Also entschuldige bitte, liebe Barbara. Ja, gut. Auf jeden Fall wünschen wir euch einen tollen Start in die neue Woche. Habt eine schöne Zeit. Lasst euch nicht ärgern. Und ja, wenn ihr Glück habt, sehen wir uns vielleicht nächsten Sonntag schon wieder. Also, bis dann. Ciao.